Hallo, ich bin hier heute beim Weinfest der Hessischen Landesvertretung. Eines meiner wichtigsten Wahlversprechen war ja am Anfang der Legislaturperiode eine Challenge zu machen, wie lange schaffe ich es, mich kostenlos durchzufuttern. Ich hoffe, die Wette gilt. Hinten ist das Europaparlament und wir sind hier quasi im Lobbyviertel. Hier selbst ja auch in der Hessischen Landesvertretung und in dieser Straße, die sieht man hier, da sind quasi alle deutschen Bundesländer auch mit einer eigenen Vertretung vertreten. Im Prinzip läuft jeder Lobbyempfang gleich ab. Erst gibt es den Alkohol, dann gibt es die Rede, die läuft gerade unten, die tue ich mir nicht an, und dann gibt es als Belohnung das Buffet. Das hier ist eine der wichtigsten Saufveranstaltungen für europäische Parlamentarier aus Deutschland. Vielleicht können wir noch mal einen Blick werfen. Hier einfach ein Alkoholstand neben dem anderen. Das ist eine Droge, die in Deutschland und in Europa akzeptiert ist. In Eltville bin ich auch schon mal aufgetreten, und zwar in einer Psychiatrie. Eben waren wir in Hessen, jetzt sind wir in NRW, eben noch beim Weinfest, hier jetzt beim Herbstfest des deutschen Handels. Das Coole ist, es gibt sogar schon gleich ein Geschenk. Voll gut. So, wir gucken das jetzt einfach mal gleich durch. Mediamarkt haut was raus. Rewe ist auch dabei. Edeka. Was ist denn das überhaupt? Gucken wir mal kurz, was Edeka macht. Weißes Plastik. Cool, danke Edeka. Edeka ist hier mit einem künstlerischen Ansatz reingegangen. Das ist, glaube ich, ein Schal oder ist vielleicht auch ein Schweißtuch. Es ist vielleicht auch Das für deine Wäsche sind Wäschesäcke. es ist ein Fliegengitter. Kleines Update, ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, um die Ehre des Handels zu retten. Das meinte gerade ein Vertreter vom Handelsverband. Edeka bietet eben diese Plastikbeutel an, damit man weniger Plastik benutzt fürs Obst. Cooles Konzept. Plastik gegen Plastik. Rewe, Mediamarkt, und dann ist Kaufland noch dabei mit einer exquisiten Mischung. Und Lidl lässt sich auch nicht lumpen. Hier im Fairtrade-Schokolade. Also, was Goodies angeht, eindeutig 5 von 5. Ich bin begeistert. Das bringt mich doch durch den nächsten halben Tag. Das Konzept ist hier, erst Sektempfang, dann muss man 1,5 Stunden durch irgendwelche Reden und Podiumsdiskussionen, und dann gibt es ganz wenig Essen, aber 5 Stände, wo sich irgendwelche Handelsmarken vorstellen. Das ist diese neue Technik, einfach Deutschland geht mit der Zeit. Wir müssen hier vielleicht eine neue Kategorie einführen, nämlich die Erreichbarkeit von Essen. Hier gibt es das Verfahren, dass Leute mit Essen rumkommen, die laufen immer vor mir weg. Also Erreichbarkeit von Essen, 1 von 5. Die staatliche Landesvertretung, die gibt hier ihre Räume zur Verfügung, damit die arme Wirtschaft hier sich präsentieren kann. Diese Woche eben oder heute Abend der Handelsverband und letzte Woche zum Beispiel RWE.
Verwaltung hat auf jeden Fall die Aufgabe gekriegt, sucht die kleinste Portionierung, die möglich ist. Und das Ergebnis ist das hier. Ich habe Hunger. Nur mal zu zeigen, wie groß auch die räumliche Nähe ist. Hier ist gleich neben dem Europäischen Parlament die Landesvertretung von Bayern. Im Volksmund auch Neuwarnstein genannt. Und heute hat hier eingeladen Siemens, um das Full Potential of Digital Health in Europe zu unleashen. Hier in Bayern kommt heute das Beste von Bayern zusammen, nämlich Siemens und eine unabhängige Moderatorin vom Bayerischen Rundfunk. Die wollen uns ein bisschen verarschen, das ist doch nicht Bayern. Sieht ziemlich gesund aus und hier geht es auch noch gesund weiter. Vielleicht hat das ein bisschen mit Health zu tun. Die Diskussion dauert länger als erwartet. Habe ich gebastelt. Die Leute sind ja gerade noch in der Veranstaltung. So, und ich habe hier heute Abend meinen ersten Gesprächspartner gefunden. Also, jedes Bundesland hat eine eigene Landesvertretung und Baden-Württemberg und Bayern, die haben in ihren Kellern jeweils noch Saufstätten. Und schon länger hier. Man kann schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Von Montag bis Donnerstag ist es wirklich sehr einfach, sich zu ernähren. Aber am Wochenende, da wird das Programm so ein bisschen dünn und deswegen decke ich mich jetzt hier ein. Wir werden gerade Zeuge einer Notsituation. Die Frau hat eben drin 20 Minuten überzogen und jetzt rennen alle zum Alkohol. Sie sind alle umsonst gerannt. In dieser Pause gibt es noch keinen Alkohol. Das ist natürlich bitter. Ja, die Bayern haben ein Sicherheitsproblem. Hier sehen wir, wie die Garderobe gerade bewacht wird. Wie immer verzichte ich auf den inhaltlichen Teil. Ich habe mich schon in der Snackpause satt essen können. Deswegen gibt es glatte 5 von 5. Und Trinken ist natürlich eine pure Enttäuschung gewesen. Da gab es nämlich keinen Alkohol. Und das habe ich mir von Bayern wirklich anders erwartet. Wie im Knast. Wasser und Brot. Heute heißt es wieder Essen bei Hessen. Das heißt, wir sind wieder in der hessischen Landesvertretung. Heute zu Gast Deutsche Umweltverbände. So spannend, wie es hier dargestellt ist, ist es auch. Fahrzeuge aus Polen, uns kamen Löschflugzeuge aus Griechenland. Das war der erste Vortrag, den ich mir überhaupt angehört habe. Und ich bin jetzt auch, glaube ich, der Erste am Buffet. Los geht's. Und noch. Das hier ist ein Treffen, ein Lobby-Event der Umweltverbände. Und das ist tatsächlich das einzige unter Dutzenden von Lobby-Events, was überhaupt von NGOs veranstaltet wird. Also fast alles andere ist von Unternehmen oder Unternehmensverbänden. Und hier wird die Nachhaltigkeit wirklich durchgezogen. Es wird zum Beispiel auch nachgeschenkt. Also man kriegt nicht einfach ein neues Glas, sondern es wird wieder benutzt. Ja, der Entertainment-Faktor war auch heute wieder nicht so hoch. Ich würde sagen so 2 von 5. Dafür war aber auch der Fluchtfaktor, also mein Fluchtreflex, heute relativ niedrig ausgeprägt. Ich würde auch sagen 2 von 5. Normalerweise will ich immer sofort weg. Ja, ich bin zwar schon satt, aber ich habe eben noch einen Anruf bekommen, dass es noch Spätzle gibt hier in Baden-Württemberg. So, das war ein kurzer Besuch. Eigentlich wollte ich Spätzle essen. Spätzle gab es nicht mehr, außerdem durften wir nicht drehen. Und irgendwie habe ich jetzt auch schon die Schnauze voll von dem Ganzen. Deswegen hören wir hier einfach auf. Das Experiment war, kann man sich kostenlos ernähren in Brüssel? Ja,
das geht, aber ist es wirklich kostenlos? Wie im Leben sonst auch, heißt eigentlich die Regel, es gibt nichts wirklich kostenlos. Auch bei Facebook bezahlt man letztlich mit seinen eigenen Daten. Und so ist es bei Lobby-Events auch. Man zahlt mit Langeweile, mit Schmerzen, mit schlimmen Gesprächen. Man ist in Räumen mit Leuten, mit denen man keine Zeit verbringen will. Das ist es mir nicht wert. Ich werde künftig lieber Geld ausgeben, um mich zu ernähren. Davon habe ich ja als Europaabgeordneter auch genug. Ja, wie viel ich verdiene, darüber gibt es dem nächsten Video. Wenn ihr Interesse dran habt an den nächsten Videos, dann abonniert doch einfach und gebt diesem Video einen Daumen.